Victas Hybrid-Offensivbelag V15 wird klebrig. Wir testen den Sticky und den Sticky Soft. Victas bezeichnet den V15 Sticky als Hybrid-Flaggschiff. Schauen wir zuerst auf die Gemeinsamkeiten der beiden Varianten. Beide Belege liegen preislich bei knapp 60 €, werden in Deutschland produziert und bieten ein hochgriffiges, leicht klebriges Obergummi. Der normale Sticky, der übrigens auch in der Weltspitze unter anderem von Benedikt Duda und Kuki Niva gespielt wird, kommt mit einer Schwammhärte von 52,5 Grad und einem Gewicht von etwa 70 Gramm daher. Der Soft fällt mit 47,5 Grad etwas weicher und mit 67 Gramm auch minimal leichter aus. Im DOTS-Test zeigen sich beide Varianten erstmal recht dämpfend und nicht allzu dynamisch. Die Spinfreudigkeit ist aber deutlich sichtbar. Was im ersten Moment etwas überrascht, ist die doch relativ niedrige Grundgeschwindigkeit, die beide Versionen grundsätzlich an den Tag legen. In jedem Fall ist der Ballanschlag aber durchaus kompakt. Beim Sticky gefühlt trotz des hohen Härtegrades nicht bretthart und die leicht klebrige Oberfläche sorgt für eine spürbare Verlängerung der Ballkontaktzeit. Dadurch lässt sich der Ball eben wirklich lang führen und in die Richtung lenken, in denen man ihn spielen möchte. Die Geschwindigkeitsentwicklung ist bis hin zu etwas härteren Schlägen wirklich sehr linear. Im Topspin-Spiel überzeugen beide Versionen durch einen äußerst griffigen Biss in den Ball. In Kombination mit der langen Ballführung kann man hier wiederholt sehr kontrolliert nachziehen, was sicherlich ein Hauptmerkmal der Teile ist. Allerdings zeigt sich hier auch, um wirklich Druck und Katapult beim Sticky und auch Sticky Soft zu aktivieren, muss man die passende Technik haben und entsprechend viel Arbeit ins Spiel investieren. Sonst lässt sich der Gegner von den eher langsamen Topspins nämlich nicht beeindrucken. In Sachen Rotation liegen die Belege auf einem leicht gehobenen Level.
Das tischnahe Blocken funktioniert durchaus kontrolliert. Hierbei wird unserer Meinung nach auch deutlich, dass sich beide Gummis sowohl für die Vor- als auch Rückhand eignen. Im Kurz-Kurz-Spiel über dem Tisch zeigt sich die Stärke des Hybridbelags. Hier lassen sich mit beiden Versionen wirklich sehr kontrolliert flache und kurze Ablagen hervorzaubern. In der Eröffnung präsentiert sich der V15 Sticky Soft deutlich einsteigerfreundlicher als sein härterer Vertreter. Weiche Spins bekommen einen schönen Bogen und erreichen ein gutes, gehobenes Spin-Niveau. Etwas schwieriger ist die Sache mit dem Sticky, der sich wohl eher für die härtere Gangart eignet, dabei aber auch deutlich anspruchsvoller handhabt. Wenn man den Dreh raus hat, lassen sich mit eher langen Armzügen ordentliche Spinbälle spielen, die mit giftigen Flugbahnen versetzt werden. Der V15 Sticky ist unserer Meinung nach auf ein kompromissloses Offensivspiel abgestimmt und setzt dementsprechend ein gefestigtes, spielerisches Niveau voraus. Wenn man das mitbringt, entfaltet dieser Belag eben sein ganzes gewaltiges Potenzial. Für die Mehrzahl der Spieler dürfte aber unserer Meinung nach eher die Soft-Variante interessant sein, die deutlich fehlerverzeihender daherkommt und eben auch bei etwas passiverer Spielweise noch sinnvoll und vor allem deutlich kontrollierter gespielt werden kann. Generell gehören aber beide Varianten zu den Hybridbelegen, die eine gewisse Technik brauchen, um den besonderen Katapulteffekt und das daraus resultierende Tempo zu aktivieren.